Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Also heute ist Tag 159, Thema Reisen und Kultur. Wir lernen 15 wichtige Wörter für den Alltag. Ein wirklich tolles Thema, finde ich. Absolut. Aber bevor wir starten, überlegt mal kurz. Habt ihr euch jemals gefragt, warum eine einfache Tasse Kaffee, also fundamental anders schmeckt, wenn ihr sie 5000 Kilometer entfernt von zu Hause trinkt? Ja, oder warum ein kurzer Spaziergang durch eine fremde Stadt uns abends völlig erschöpft, aber man fällt trotzdem extrem glücklich ins Bett, weißt du? Genau das meine ich. Wenn wir reisen, machen wir ja nicht nur Fotos. Wir updaten quasi unser inneres Betriebssystem. Das ist ein super Vergleich. Wir verlassen unsere Komfortzone und zwingen unser Gehirn, die Welt völlig neu zu berechnen. Und das erweitert unseren Horizont auf eine Art und Weise, wie es kein Film und kein Buch jemals könnte. Richtig. Und genau deshalb nehmen wir euch heute auf eine Reise durch die Sprache mit. Wir wollen nicht nur Vokabeln abhaken. Nein, wir wollen verstehen, wie diese bestimmten deutschen Wörter uns helfen, die Psychologie des Reisens zu begreifen. Und ihr seid ein aktiver Teil dieses Gesprächs. Willkommen zurück. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Genau, das ist super wichtig für das Training. Hier sind 3 einfache Schritte. Schritt 1: Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Also erstmal nur den Rhythmus aufnehmen. Schritt 2: Mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht, genau so zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Das fühlt sich am Anfang vielleicht komisch an, aber es hilft extrem. Schritt 3: Aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Das Handy hat ja heute jeder dabei für so eine Aufnahme. Wichtiger Hinweis: Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Bleibt bis zum Ende dort. Hört ihr unsere Mini-Story? Okay, fangen wir mit dem ersten Moment jeder Reise an. Der Ankunft. Ah ja, der magische Moment. Wenn wir aus dem Flugzeug oder dem Zug steigen, ist das ein bisschen wie der Versuch, eine alte Software in einem komplett neuen System hochzufahren. Nichts passt so wirklich am Anfang, oder? Genau. Das Wetter ist anders, die Gerüche auf der Straße sind intensiv und wir müssen erstmal unsere Basisstation finden. Und diese Basisstation nennen wir auf Deutsch die Unterkunft. Auf Englisch ist das Accommodation, ne? Die Erklärung dafür ist ganz simpel. Es ist ein Schlafplatz oder ein Hotel. Hast du ein gutes Beispiel für unsere Lerner? Ja, also wenn ihr euren Freunden eine Nachricht schreibt, würdet ihr ganz natürlich sagen, wir haben unsere Unterkunft direkt im historischen Stadtkern gebucht. Das Interessante an dem Wort Unterkunft ist ja, dass es das Wort Unterkommen enthält. Stimmt, es geht gar nicht um Luxus. Naja, es geht darum, ein sicheres Dach über dem Kopf zu finden, unter dem man Schutz findet, um all diese neuen Eindrücke zu verarbeiten. Und diese Eindrücke prasseln ja wirklich ungefiltert auf uns ein, sobald wir die Unterkunft verlassen. Oh ja, dieses überwältigende Gefühl, wenn unser Gehirn plötzlich keine mentalen Abkürzungen mehr nutzen kann. Die Straßenschilder sehen anders aus, die Verkehrsregeln sind ein Rätsel. Sogar der Supermarkt ist ein Labyrinth. Wir nennen dieses Phänomen fremd. Das englische Wort dafür ist foreign. Foreign, genau. Die Erklärung ist einfach. Etwas ist unbekannt. Linguistisch und psychologisch gesehen ist dieser Zustand aber absolut faszinierend. Wieso genau? Naja, wenn etwas fremd ist, schaltet unser Gehirn in einen absoluten Wachzustand. Wir können nichts mehr auf Autopilot machen. Das ist extrem anstrengend. Ja, aber genau deshalb fühlen wir uns auf Reisen so lebendig. Unser Beispielsatz für das Niveau B1 wäre hier: Am Anfang fühlt sich alles fremd an, aber man gewöhnt sich schnell daran. Diese Anpassung ist sozusagen Neuroplastizität in Echtzeit. Genau da hakt es aber bei manchen Leuten, oder? Um sich wirklich anzupassen, braucht man eine ganz bestimmte mentale Einstellung. Man muss es zulassen wollen. Richtig. Wir sprechen hier über die Offenheit. Auf Englisch Open-Mindedness. Open-Mindedness. Das bedeutet die Bereitschaft für Neues. Ohne Offenheit führt das Gefühl des Fremdseins ja nur zu Stress. Man fängt dann schnell an zu kritisieren. Warum trinken die ihren Kaffee hier so seltsam? Und so weiter. Aber mit Offenheit wird aus dieser Verwirrung reine Neugierde.
Ein guter B1-Satz dafür ist, mit einer gewissen Offenheit fällt es leichter, Kontakte zu knüpfen. Das ist ein toller Satz. Das liegt daran, dass wir aufhören, die neue Kultur als fehlerhaft zu sehen und sie stattdessen als eigenständiges Meisterwerk betrachten. Das ist ein wunderschönes Bild. Sobald diese Offenheit da ist, ändert sich auch unsere Körpersprache. Wir gehen nach draußen. Aber hier scheiden sich ja oft die Geister der Reisenden, ne? Stimmt. Die einen haben ein straffes Programm, die anderen lassen sich treiben. Was machen wir da eigentlich genau? Wir erkunden. Ein wunderbares Verb, erkunden. Auf Englisch heißt das to explore. Und ganz wichtig, die Perfektform ist hat erkundet. Hat erkundet, ja. Die Erklärung ist, einen Ort zu entdecken. Schaut euch das Wort mal genauer an. Darin steckt Kunde, was so viel bedeutet wie Nachricht oder Wissen. Man geht also nicht einfach nur spazieren, man macht sich selbst mit etwas bekannt. Genau. Im Alltag könnt ihr sagen, wir haben den Vormittag damit verbracht, die verwinkelten Gassen zu erkunden. Ich finde, dieses Erkunden ist der aktivste Teil des Reisens. Man ist der Regisseur seiner eigenen Erfahrung. Aber seien wir mal ehrlich, selbst beim wildesten Erkunden suchen die meisten irgendwann nach den ganz großen Highlights. Klar, die Orte, für die man überhaupt erst hergekommen ist, das sind die Sehenswürdigkeiten. Auf Englisch nennen wir das Sight. Zeit, richtig. Die Erklärung dafür ist ein interessanter Ort, den viele Touristen besuchen. Auch hier verrät das deutsche Wort sehr viel. Sehenswürdigkeit, es ist würdig, gesehen zu werden. Es hat einen Wert. Ein typischer Satz wäre, der Reiseführer zeigt alle wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Aber hier muss ich mal eine kritische Frage stellen. Sind Sehenswürdigkeiten nicht oft auch eine Falle? Wie meinst du das? Naja, man steigt aus dem Bus, macht ein Foto vom Eiffelturm, hakt es ab und fährt weiter. Das ist doch Konsum. Wie wird das zu einem echten Moment? Ah, ich verstehe. Ich würde sagen, das passiert erst, wenn uns der Ort wirklich emotional trifft. Wenn er beeindruckend ist. Beeindruckend? Auf Englisch impressive. Impressive, ja. Die Erklärung ist, etwas hinterlässt einen starken Eindruck. Fast wörtlich gemeint wie ein Stempel im Gedächtnis. Hast du da einen Beispielsatz? Klar, der Ausblick vom Gipfel des Berges war wirklich beeindruckend. Und das beantwortet auch meine Frage von eben. Etwas wird erst beeindruckend, wenn man den Weg dorthin selbst erkundet hat. Genau, der Kontrast zwischen Anstrengung und Schönheit erzeugt diesen Eindruck. Bevor wir jetzt dazu kommen, wie andere Menschen unsere Reise völlig auf den Kopf stellen können, haben wir eine kurze Bitte an euch. Genau. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Wir schätzen eure Unterstützung sehr. Also, wir haben über Gebäude gesprochen und das Umherwandern. Aber wenn ich auf meine Reisen zurückblicke, erinnere ich mich kaum an Architektur. Woran erinnerst du dich stattdessen? An den Barista in Rom oder an die Frau im Zug nach Kyoto. Die Architektur ist nur Kulisse. Die Menschen sind das Erlebnis. Linguistisch betreten wir hier ein neues Feld. Wenn wir auf solche Menschen treffen, dann sagen wir begegnen ihnen. Begegnen, Englisch to encounter, oder? Richtig? Und hier kommt eine enorm wichtige Regel. Die Perfektform ist begegnet. Ist begegnet, das bilden wir also mit dem Hilfsverb sein, nicht mit haben. Genau, weil es eine Veränderung des Zustands ist. Unser B1-Satz lautet: Auf Reisen bin ich vielen Menschen begegnet, die mich inspiriert haben. Es geht nicht um einen festen Termin, sondern um einen unvorhergesehenen Zusammenprall von Perspektiven. Und diese Momente sind am schönsten, wenn die andere Seite uns willkommen heißt. Das bringt uns zum nächsten Wort. Gastfreundlich. Genau, gastfreundlich. Englisch hospitable. Die Erklärung lautet: herzlich als Gast aufgenommen zu werden. Ein toller Beispielsatz ist: Die Einheimischen dort sind unglaublich gastfreundlich zu Reisenden. Aber Moment mal, ich spiele jetzt mal den Teufel des Zweifels. Ist Gastfreundschaft im Tourismus nicht oft einfach ein Geschäft? Die Leute sind nett, weil wir Geld bringen, meinst du? Ja, genau das. Das ist ein legitimer Einwand. Hier müssen wir sprachlich differenzieren. Gastfreundlich setzt sich zusammen aus Gast und Freund. Ah, okay. Jemand behandelt dich also nicht wie eine Kreditkarte, sondern wie einen Freund. Richtig. Echte Gastfreundschaft zeigt sich meistens, wenn kein Geld im Spiel ist. Wenn dir jemand ungefragt den Weg erklärt. Stimmt. Und oft sind es diese gastfreundlichen Menschen, die uns die unsichtbaren Regeln ihres Landes erklären. Die Dinge, die in keinem Reiseführer stehen. Sie öffnen uns die Tür zu ihren Traditionen. Wir sprechen hier über den Brauch, auf Englisch Custom.
Custom, ja. Ein Brauch ist eine regionale Tradition. Ein guter Satz dazu. Es ist faszinierend, einen lokalen Brauch mitzuerleben. Und ein Brauch existiert nie im luftleeren Raum. Er ist immer kulturell. Kulturell. Englisch cultural. Das umfasst alles, was zur Kultur gehört. Ein Beispielsatz wäre, das kulturelle Angebot reicht von Konzerten bis zur Kunst. Aber wenn wir kulturell und Brauch verbinden, geht es viel tiefer als nur eine Show für Touristen. Absolut. Ein Brauch ist wie sozialer Klebstoff für eine Gemeinschaft. Und damit sind wir beim großen Paradoxon des Reisens angekommen. Wie verhindern wir, dass wir wie Aliens im Safari-Park herumstehen? Wie wir nicht nur konsumieren, sondern echte Verbindungen aufbauen. Genau. Die Antwort darauf liegt in unserem nächsten Verb. Abtauchen. Abtauchen, auf Englisch to immerse. Die Perfektform ist abgetaucht. Auch hier verwenden wir sein. Die Erklärung ist sehr visuell. In eine fremde Welt oder Kultur eintauchen. Stellt euch vor, ihr geht beim Schwimmen unter Wasser. Die Geräusche von oben verschwinden völlig. Genau so ist es, wenn man eine Kultur wirklich annimmt. Ein schöner Satz dazu. In der Altstadt konnte man völlig in das bunte Treiben abtauchen. Ich liebe diese Metapher. Wenn man abtaucht, spürt man das Wasser. Man ist ein Teil davon. Und das ist der Unterschied zwischen Ansehen und Erleben. Erleben. Englisch to experience. Perfektform. Hat erlebt. Es bedeutet, etwas persönlich zu erfahren. Man kann 100 Dokus schauen, aber der Satz sagt es perfekt. Man muss ein Land selbst erleben, um seine Kultur zu verstehen. Weil das Erleben eben auch die ungeplanten Fehler und das Lachen beinhaltet. Aber wonach suchen wir eigentlich, wenn wir so intensiv abtauchen und erleben wollen? Wir suchen nach der Wahrheit. Nach etwas, das ursprünglich ist. Ursprünglich. Auf Englisch authentic oder original. Genau. Die Bedeutung beschreibt etwas, das vom Anfang an so war. Natürlich und nicht künstlich verändert. Wir sind ja immer stolz, wenn wir erzählen können, wir haben ein kleines Dorf gefunden, das noch sehr ursprünglich wirkt. Das Wort stammt von Ursprung, also der Quelle. Wir wollen zurück zur Quelle. Und wenn wir wirklich das Ursprüngliche erleben, dann passiert das Magischste am Reisen. Wir bekommen eine neue Perspektive. Perspektive. Englisch Perspective. Die Erklärung ist die Sichtweise auf ein Thema oder auf die Welt. Das ist der ultimative Beweis, dass Reisen den Horizont erweitert. Der Beispielsatz ist toll. Reisen hilft uns, eine neue Perspektive auf unseren eigenen Alltag zu bekommen. Plötzlich sieht man die Stressfaktoren zu Hause mit ganz anderen Augen. Dieser Moment der Erkenntnis ist gewaltig, aber er bringt auch eine Verantwortung mit sich. Was lassen wir dort, wo wir waren? Das bringt uns zu unserem letzten Wort für heute. Hinterlassen. Hinterlassen. Englisch to leave behind, Perfektform hat hinterlassen. Die Erklärung ist simpel. Einen Eindruck zurücklassen. Als Reisende formen wir das Bild, das die Einheimischen von uns haben. Deshalb ist dieser Satz so essentiell. Ich hoffe, dass wir bei unseren Gastgebern einen respektvollen Eindruck hinterlassen haben. Das fasst unsere Reise perfekt zusammen. Wenn wir das Fremde akzeptieren, unsere Unterkunft verlassen und mit Offenheit erkunden, Dann werden wir Menschen begegnen. richtig. Wenn wir in ihrer Bräuche abtauchen und das Ursprüngliche erleben, gewinnen wir eine neue Perspektive. Und wenn wir das respektvoll tun, werden wir etwas Gutes hinterlassen. Um all diese 15 Wörter jetzt für euch greifbar zu machen, haben wir sie in einer kleinen Erzählung verdichtet. Hört genau zu, hier ist unsere Mini-Story. Alles beginnt mit unserem Reisenden namens Leo. Leo reist in ein völlig neues Land. Sobald er ankommt, ist alles um ihn herum neu und fremd. Er sucht seine Unterkunft, hat sich aber in den engen Straßen verlaufen. Eigentlich möchte er die Stadt erkunden, weiß aber überhaupt nicht, wo er ist. Zum Glück behält er seine Offenheit. Er atmet tief durch. An einer Ecke ist er einer netten Dame auf der Straße begegnet. Sie spricht kein Deutsch, aber sie ist extrem gastfreundlich. Sie lächelt, zeigt ihm nicht nur den Weg, sondern führt ihn in einen kleinen Hinterhof. Dort steht eine versteckte Sehenswürdigkeit, ein alter Tempel. Die Architektur dort ist sehr beeindruckend. Durch diese Frau lernt Leo auch einen alten Brauch kennen. Die Nachbarn feiern dort ein Fest, das noch sehr ursprünglich geblieben ist. Leo ist in das kulturell reiche Leben dieses Viertels völlig abgetaucht. Er hat in diesen Stunden hautnah erlebt, wie schön echte menschliche Verbindungen sind. Am Ende hat Leo ein kleines Dankeschön bei seiner neuen Bekannten hinterlassen. Er fliegt am Ende seiner Reise mit einer völlig neuen Perspektive nach Hause. Eine super Story, finde ich. Was für ein intensiver Tag für Leo. Und was für ein tiefer Einblick für uns in die Sprache. Wenn ihr diese 15 Wörter meistert, habt ihr das Rüstzeug für echtes Reisen.
Jetzt liegt es an euch. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über Menschliche Kommunikation. ein Thema, das wie gerufen kommt, nachdem wir heute gelernt haben, wie wichtig Begegnungen sind. Genau. Nutzt bis dahin die Wörter, wendet die Shadowing-Technik an und übt fleißig. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.